Rottingdean ist ein Dorf in East Sussex an der Südküste Englands und gehört zur Stadt Brighton and Hove. Von dort aus erreicht man innerhalb kürzester Zeit Brighton, New Haven, Eastbourne und die Seven Sisters, was es zu einer wunderbaren Homebase für einen kleinen Urlaub macht. Wir haben uns für ein kleines Häuschen direkt in der Altstadt entschieden. Es liegt in einer kleinen Seitenstraße, der Old Place Moose, direkt neben dem Pub The Old Place. Es ist wirklich sehr zu empfehlen. Die genauen Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung. Der einzige Nachteil an dem Haus ist, dass keine Hunde erlaubt sind. Die High Street von Rottingdean hat viele kleine Geschäfte, Cafés und Restaurants, sodass es sich lohnt, dort ein bisschen zu bummeln. Das Ye Old Black Horse, ein Restaurant mit einheimischer Küche, ist sehr zu empfehlen. Besonders der Bread Pudding ist mehr als eine Sünde wert. Direkt neben der St. Margaret's Church und der Dorfwiese mit Ententeig sind die Kipling Gardens. Sie wurden benannt nach dem berühmtesten Sohn der Stadt, Rudyard Kipling, dem Autor von Das Dschungelbuch. Umgeben von Feuersteinmauern ist der Kipling Garden ein großartiges Beispiel für traditionelle englische Gärten, wenn man ihn nicht gerade so wie wir im Oktober besucht.
Der Pub The Old Place ist ein traditioneller englischer Pub, in dem regelmäßig Live-Musik gespielt wird und ein Muss für jeden, der einen Bitter oder Indian Pale Ale zu schätzen weiß. Direkt oberhalb der Strandpromenade ist das Sea Spray, ein kleines Café, das sehr zu empfehlen ist. Es bietet alle Produkte auch als Takeaway und bei gutem Wetter ist es ein Genuss, die Leckereien am Strand zu genießen. Einen Link findet ihr in der Beschreibung. Ach ja, auch wenn es schwer zu glauben ist, diese Aufnahmen sind wirklich aus dem Oktober 2023, also von wegen England immer schlechtes Wetter und so. Brighton ist das wohl bekannteste englische Seebad. Mit dem Brighton Royal Pier und seinen Lanes. Was kann man dazu schon noch sagen? Nicht viel, außer, dass wenn ihr mal in der Gegend seid, fahrt hin und erlebt es selbst. Es ist einen Besuch wert. Ich finde, den Pier kann man vernachlässigen. Man sollte ihn gesehen haben, man muss ihn aber nicht unbedingt beschritten haben. Was anderes ist das Viertel The Lanes. Sie sind das pulsierende Herz der Stadt, mit guten Restaurants, urigen Teestuben und traditionellen Pubs mit wirklich gutem Bier. In den South Lanes mit seinen verwinkelten Gassen können die meisten von uns einmal bewundern, welchen Schmuck wir unseren Frauen nicht kaufen können. Frei nach dem Motto, wenn sie nach dem Preis fragen müssen, können sie es sich sowieso nicht leisten. Denn dort sind auf wenigen Quadratmetern gefühlt mehr Juweliere als in ganz Düsseldorf.
das war's mal wieder von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal. Bis bald, euer Grimm.